Sie haben einen KIB-Umrichter und möchten diesen jetzt parametrieren. Dann brauchen Sie vor allem zwei Sachen. Einmal eine Möglichkeit, um vom PC zum Umrichter eine Verbindung aufzubauen. Dazu nehmen Sie entweder den Operator oder den USB-Seriellwandler plus Kabel. Und zum Zweiten brauchen Sie die CombiVis 6 Software. Und wie wir diese finden, installieren, downloaden und die entsprechenden Voreinstellungen vornehmen, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir werden das in 4 Schritten machen. Einmal den Download und die Installation. Dann legen wir einen Benutzer an auf unserer Website, registrieren die Version und am Ende entsprechende Voreinstellungen, um mit dem Programm zu arbeiten. Wir starten direkt rein und gehen auf unsere Website kib-automation.com. Unter dem Ordner Produkte, Antriebstechnik und dann hier bei Software Tools finden Sie dann schon CombiVis 6. Wir scrollen runter zu Software. Wir haben jetzt hier die Version Setup CombiVis. Sehen Sie daran, dass die 2 GB groß ist. Zur Sicherheit, wenn Sie CombiVis Studio runterladen wollen, ist das dieselbe Installationsdatei. Das sehen wir gleich noch im Prozess, dass wir da auswählen können, was von beiden oder ob wir beides installieren wollen. Für uns passt das jetzt. Wir bestätigen hier einmal und die Datei wird hier oben runtergeladen. Die Datei hat jetzt runtergeladen. Ich habe mir die hier auf den Desktop gelegt und wir starten jetzt die Installation. So, Deutsch als Setup-Sprache passt mir. Und jetzt werden wir hier einfach Schritt für Schritt durchgeleitet. Im ersten Schritt akzeptieren wir die Vereinbarung. Der Speicherort passt mir. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, den ich eben schon benannt hatte. CombiVis 6, sieht man hier, ist ausgegraut. Das wird immer installiert und Sie können jetzt noch die Studio-Version dazu installieren. Die ist allerdings kostenpflichtig, außer Sie nutzen die Testversion. Die läuft immer 1 Stunde, also Sie können die jetzt einfach installieren, ohne Lizenz 1 Stunde lang nutzen, dann schließt sich das Programm wieder und dann können Sie es ganz normal öffnen und wieder 1 Stunde arbeiten. Studio nutzen Sie für Steuerung und dementsprechend ist auch hier die Codesys-Erweiterung für die Steuerung, für die Safety-Erweiterung gedacht. Wir brauchen jetzt für diesen Fall nur CombiVis 6, was komplett kostenfrei ist, auch die Registrierung nachher ist kostenlos. Hier einmal die Benennung. Und zu diesen Punkten sage ich kurz was. Desktop-Symbol ist klar. Hier der Reiter bedeutet, dass alle Dateien, die auf .project enden, automatisch mit CombiVis geöffnet werden. Das ist vor allem relevant, wenn man sowieso mit Codesys arbeitet, so, dann kann sich das beißen. Ansonsten macht das Sinn, das Häkchen hier zu setzen. Hier der Treiber für die Kommunikation zum USB-Seriellwandler. Das nächste Häkchen bezieht sich auf Datenübertragung zu Steuerung oder zum Speicher des Operators. Also wenn Sie damit arbeiten, dann brauchen Sie das. Und die letzten 2 Punkte würde ich empfehlen, da den Haken zu setzen. Das ist einmal die Datenbank unserer Dokumente. Das bedeutet Kataloge, Anleitungen, Programmierhandbücher, alles, was man zur Arbeit mit CombiVis braucht. Das macht Sinn und der KIB PDF Viewer auch. Gerade wenn man mal mit Parametern arbeitet, die man nicht kennt, kann man dann gleich mit Rechtsklick in die PDF reinspringen zu dem entsprechenden Parameter und sich da die Erklärung durchlesen. Also das macht für das regelmäßige Arbeiten mit CombiVis absolut Sinn. So, hier nochmal zusammenfassend starten wir jetzt die Installation. Die Installation ist jetzt fertig. Die Release Notes brauche ich nicht. So, die Installation ist fertig. Ich öffne jetzt hier schon mal meine Software und wir landen auf der Startseite. Wir können jetzt schon einige Features von der Software benutzen, damit wir aber den vollen Umfang benutzen können, müssen wir uns jetzt registrieren. Dafür brauchen wir die nächsten 2 Schritte. Wir legen uns zuallererst den Benutzer auf der KIB-Website an und zum Zweiten holen wir uns dann den Schlüssel, um die Registrierung durchzuführen. Das sieht man auch hier oben. Hier steht schon, das ist eine Demo-Version und hier unten haben wir den Reiter, wo wir dann die Registrierung durchführen. Wir sind wieder auf der KIB-Website und gehen hier seitlich auf den Login. Wenn Sie schon einen Account haben, können Sie sich hier direkt einloggen und dann über den Button hier oben weitermachen. Ich registriere mich jetzt nochmal ganz von vorne. Gebe hier meine Daten ein, wie man das kennt.
So, das hat geklappt. Jetzt habe ich hier einen Bestätigungslink auf meine E-Mail-Adresse bekommen. Hier habe ich jetzt die Mail und ich registriere oder ich bestätige die Registrierung jetzt über den Link und werde hier dann automatisch im Browser weitergeleitet, Registrierung abschließen und folge dem Link wieder an das Anmeldefenster. Ich bekomme jetzt eine zweite Mail, in der dann mein Benutzername und mein Passwort steht, mit denen ich mich hier jetzt einlogge. Die ist gerade angekommen. Ich copy und paste mir jetzt Benutzername und Passwort rüber und logge mich jetzt ein. Damit bin ich jetzt mit dem zweiten Schritt fertig. Ich habe einen Benutzer auf der KIB-Website und jetzt geht es zur Registrierung. Ich gehe hier oben auf den Button CombiVis Registration. Die Anleitung können wir jetzt erstmal auslassen und hier lasse ich mir jetzt meinen Schlüssel anzeigen. Der Firmenname ist wichtig, das muss derselbe sein wie der, den wir gleich in CombiVis angeben. Und ich kopiere mir jetzt hier den Registrierungsschlüssel raus, gehe zurück zu CombiVis, gehe auf den Button kostenlose Registrierung durchführen und gebe jetzt hier den Namen der Firma ein, paste mir hier den Schlüssel rein, sage OK. Die Registrierung ist erfolgreich und das Programm wird einmal neu gestartet. Das passiert automatisch. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Schritt, die letzten Voreinstellungen, die wir jetzt hier mit CombiVis machen sollten, bevor wir dann richtig mit der Arbeit beginnen. Zuerst können wir einmal hier auf Updates prüfen, um die aktuelle Version zu haben. Die werde ich jetzt nicht durchführen, aber die könnte ich jetzt hier starten. Dann stellen wir die Sprache ein, mit der wir arbeiten wollen. Das ist hier oben unter Tools, gehen auf Optionen und haben jetzt zwei Sprachoptionen. Unter internationale Einstellungen wählen wir die Sprache, in der CombiVis generell funktioniert. Also entweder dieselbe wie auch das Windows-System oder eben eine spezielle Sprache. Und zum Zweiten haben wir die Option, nur die Namen der Parameter auf einer anderen Sprache anzeigen zu lassen. Hier unter KIB-Parametrierung. Es kann sinnvoll sein, wenn man international unterwegs ist und zum Beispiel nur die englischen Begriffe gewohnt ist und die dann eben losgelöst von der generellen CombiVis-Struktur immer auf Englisch haben will, würde dann hier genauso funktionieren. Zum letzten Punkt geht es um die KIB-Dokumente. Wir können Dokumente öffnen, indem wir entweder hier oben auf den Button gehen oder hier rechts. Wenn wir einen Button weiter runter gehen und die Dokumente verwalten, können wir uns anzeigen lassen, was schon installiert ist und was wir noch dazu nehmen können. Alle ausgegrauten Dateien sind sowieso vorinstalliert und können auch nicht gelöscht werden, aber ich kann jetzt beispielsweise hier sagen, ich brauche die Datenblätter nicht und könnte mir hier jetzt das Package rauslöschen. Wenn ich hier oben auf Verfügbar gehe, dann kann ich mir eben vor allem die anderen Sprachen auch noch reinholen, die ich brauche und dann, ich sage jetzt hier mal die spanischen Anleitungen über installieren in mein CombiVis, also dann auch offline nutzbar reinladen. Und das war's schon zum CombiVis 6 Setup. Wenn Sie keine weiteren Videos verpassen wollen, dann folgen Sie gerne dem Kanal und wenn noch Fragen offen geblieben sind oder weiterführende Fragen entstanden sind, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören.